Servus, neues Video von mir. Ich baue mir heute ein Schneidbrett und zwar habe ich hier so ein Restholz gefunden. Das passt sogar, also es ist wirklich ein Restholz, ist noch nicht zugeschnitten. Das passt genau von der Größe, so wie ich es dann haben möchte am Schluss. Soll so ein kleines Schneidbrett werden. Das ist mein erstes Schneidbrett. Ich teste das Ganze einfach mal, wie man so Schneidbretter baut. Das sollte ja eigentlich nicht schwer sein. Als erstes werde ich allerdings hier die Kanten nochmal zuschneiden, weil ich habe gesehen, das ist nicht rechtwinklig. Das werde ich machen, damit die Kanten schön sind. Die Ränder, genau. Und das Ganze ist Buche-Leimholz. Kann man im Baumarkt kaufen einfach, ist fertig so zusammengeleimt. Ja, wie gesagt, ich habe noch keinen Hobel, keine Bandsäge oder so, dass ich mir das Holz selber machen kann. Deswegen bin ich halt angewiesen, dass es halt schon fertig ist und schon plan ist. Genau, jetzt werden wir mal das Ganze erstmal zuschneiden. Hier ist jetzt unser Brett. Das ist jetzt rechtwinklig. Und jetzt werde ich nur kurz diese Ecken und was habe ich denn? Die Kanten kurz so abschleifen. Ganz, ganz kurz nur, damit ich mich einfach beim Bearbeiten dann jetzt hier nicht schneide an den Kanten oder irgendwelche Splitter mir einziehe. Genau. In meinem Schneidbrett möchte ich so eine Safttrille haben und dafür brauche ich die Oberfräse und ich habe die ja hier in meinem Frästisch und innerhalb von Sekunden habe ich die Oberfräse ausgebaut und kann sie als Einhandfräse benutzen. Wer das Video dazu noch nicht gesehen hat, ich habe es euch einmal unten in der Videobeschreibung und hier oben verlinkt. Schaut es auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr auch eine Einhandfräse habt. So, um jetzt diese Saftrinne hier einmal komplett außenrum zu machen, habe ich mir jetzt hier schon mal die Mittellinie der Saftrinne angezeichnet überall. Da, wo ich dann später lang fräse, also die Fräserspitze, die ist dann auf der Linie drauf. Ihr seht jetzt hier schon, ich habe jetzt hier schon mal kurz gefräst, und zwar aber nicht an dem Teil, sondern an einem anderen Holz. Und zwar habe ich das Ganze getestet. Das empfehle ich euch auch, also testet ruhig eure Fräsungen, um das Ganze auszuprobieren, um Einstellungen zu finden und so. Und das ist ja Hartholz und fräst dann nicht alles in einem. Ich habe jetzt hier so einen Kugelfräser, 6 mm. Fräst nicht das komplett in einem, sondern in mehreren Schritten, weil das einfach dann besser für den Fräser ist. Weil es halt, wie gesagt, Hartholz ist, nicht so gut für den Fräser. Genau, jetzt werde ich mir hier noch eine Leiste dran klemmen. Ihr seht, ich habe meine Platte abgemacht und die Originalplatte dran gemacht. Das liegt einfach daran, dass die Platte nicht so groß ist und ich dann das Holz, den Anschlag, ich werde es an so einem Anschlag führen, weil Parallelanschlag geht leider nicht, weil das zu nah am Rand ist. Und deswegen ist die Platte dann nicht so groß und dann kann ich das hier schön lang führen und sehe das dann. Deswegen, ich bin gespannt, wie das alles funktioniert und würde sagen, let's go. Das Ganze hat jetzt sehr gut funktioniert. Hier, ich zeige es euch mal.
Wir haben jetzt hier einmal komplett außenrum diese Saftrille. Genau, und als nächstes möchte ich hier unten noch so Griffe reinmachen. Die fräse ich rein. Die gehen nicht komplett durch, sondern sind nur so bis zur Hälfte ungefähr, sind die drinnen. Und dafür, das möchte ich mit einem Bündigfräser machen, damit auch dann beide Seiten gleich sind. Benutze ich jetzt einfach hier einen Restholz OSB einfach mal. Ich hoffe, das geht damit. Zeichne mir jetzt hier so einen Griff drauf. Schneide den aus, leg den dann da drauf, dass das dann so aussieht. Und dann werde ich da mit dem Bündigfräser lang fräsen. Genau. So, das Ganze hat jetzt relativ gut geklappt. Wir haben jetzt hier unseren Ausschnitt. Ja, ganz ordentlich ist er leider nicht geworden. OSB war jetzt doch vielleicht nicht die beste Variante, weil das ja schon so spröde ist, also so Risse drin hat. Dann kann man nicht gut langfahren. Jetzt ist halt hier ein bisschen ungerade. Hier bin ich ein bisschen zu tief am Rand immer wieder. Das lag einfach daran, dass ich mit der Oberfräse hier so wenig Auflagefläche hatte. Und dann kippt man dabei. Aber man lernt ja immer bei so Projekten dazu, und ich habe zum Beispiel jetzt gelernt, dass ich diesen Ausschnitt hier von der Tiefe, das hätte ich gar nicht so tief machen können, bis zur Hälfte hätte es gereicht mit den Fingern und dann hätte ich auch bessere Auflagefläche gehabt. Genau, aber man lernt halt wie gesagt dazu. Und jetzt müssen wir einfach nur noch die ganzen Kanten, die runde ich jetzt mit dem Abrundfräser ab. Dann wird alles geschliffen und dann geht es schon ans Ölen und dann ist das Ganze fertig. Und hier ist es jetzt, das fertige Schneidbrett. Ich habe das jetzt alles geschliffen. Die Kanten sind abgerundet. Also wenn ihr jetzt da wärt und das anfassen könntet, ey, das ist so cool. Das ist so Babypopo weich. Ich habe ja gesagt, dass ich hier unten bei den Griffen, bin ich ja immer so tief gefräst, weil ich ja so wenig Auflagefläche hatte. Also wie gesagt, die Griffe einfach
bis zur Hälfte machen, dann hat man ja mehr Auflagefläche, das weiß ich jetzt für mein nächstes Schneidbrett dann. Und diese Einkerbungen, die ich dann hier hatte, die konnte ich sehr gut rausschleifen auf der Seite. Also hier sieht man gar nichts mehr. Seht ihr das? Hier sieht man gar nichts mehr. Hier drüben auch nichts mehr, bis auf hier. Da bin ich einmal ganz tief. Das habe ich jetzt einfach nur geschliffen. Das ist halt einfach handgemacht, das Ganze. Von daher passt es. Jetzt werde ich das Ganze natürlich noch ölen, damit man das auch benutzen kann, das ganze Schneidbrett, damit es versiegelt ist. Dafür benutze ich jetzt das Clue Arbeitsplattenöl. Genau, das ist dafür halt gemacht. Das Arbeitsplattenöl für Küchen ist es. Was steht drauf? Anwendungsbereich, zum Beispiel Arbeitsplatten, Tische, Essbereich, Küche, Oberfläche. Von daher Feuchträume. Dafür passt es ganz gut. Genau, das werde ich jetzt da einfach mal drauf schmieren. So, jetzt schauen wir mal. Wer auch Ölen cool findet, der lässt dem Video gerne jetzt mal ein Like da. Ich bin gespannt. Wow. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut auf der Kamera rüberkommt. Wahrscheinlich nicht. Ein bisschen vielleicht. Ich stelle sie mal weiter runter. So vielleicht. Boah. Ey, Ölen ist einfach cool. So, können wir auf jeden Fall mehr. Genau, und durch das Ölen wird ja die Oberfläche versiegelt und dann kann man das auch wirklich als Schneidbrett benutzen. Genau. Gut, jetzt lasse ich das Ganze hier so eine halbe Stunde, also wie auf der Anleitung drauf steht. Ich lasse das jetzt eine halbe Stunde einwirken und dann wische ich das mit einem Tuch ab und dann lasse ich es erstmal trocknen und schaue, wie das Ergebnis dann geworden ist. Gut, jetzt ist eine knappe halbe Stunde vergangen. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Und auf der Verpackung steht, dass man das jetzt mit einem Baumwolltuch einfach abwischen soll. Dafür habe ich mir hier von einem alten T-Shirt, das ist 100% Baumwolle, habe ich mir jetzt hier so ein Fetzen abgeschnitten. Deswegen sehr wichtig, hebt eure alten T-Shirts, vor allem die Baumwoll-T-Shirts auf, solange ihr die nicht spenden wollt oder so. Hebt die auf, man kann die immer gebrauchen, genau für sowas. Und jetzt werde ich das da einfach mal abwischen. Beziehungsweise einpolieren in Anführungszeichen, also es steht drauf, man soll das so polieren, einpolieren. Ich werde das jetzt, beziehungsweise, immer dieses beziehungsweise. Ich werde das jetzt hier so einfach so ein bisschen einstreichen noch. Genau. Wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Das ist jetzt das erste Mal Ölen. Das andere Ölen war immer ja das mit dem Sarg Olivenöl. Davon haben viele mir abgeraten. Das ist nicht so gut fürs Holz. Genau, deswegen öle ich das jetzt auch nicht mit Olivenöl, sondern mit dem Arbeitsplattenöl. Schaut euch an, wie geil dieses Schneidbrett ist. Ich liebe Ölen einfach. Ich sollte das öfter machen. Es ist so cool. Gut, das Ganze ist jetzt abgewischt. Jetzt ist hier kein Öl mehr drauf. Und jetzt steht drauf, das muss ich selbst nachlesen. Das Ganze muss man jetzt 1 bis 2 Tage bei guter Belüftung durchtrocknen lassen und dann noch nachpolieren. Ja, polieren, das vergessen wir mal. Poliergerät oder so habe ich nicht. Genau, ich werde das jetzt so machen. Mein Papa, der macht auch gerade Schneidbretter oder ist schon fertig. Das liegt da drüben. Zeige ich euch aber nicht. Das seht ihr dann. Ja, das seht ihr dann später. Vielleicht kann ich es dann am Schluss, zeige ich euch das dann bestimmt nochmal. Genau, und der hat es so gemacht, der hat es jetzt trocknen lassen schön.
dann einmal grob anschleifen mit einem 180er Schleifpapier und wieder geölt und das so oft gemacht, bis das Brett dann kein Öl mehr drauf aufnimmt. Das werde ich, glaube ich, dann auch so machen, aber das schauen wir jetzt erstmal. Genau, jetzt lasse ich es erstmal, wie gesagt, 1 Tag, 2 Tage so lange trocknen, bis es halt wirklich trocken ist. Und dann schauen wir. Gut, das Ganze ist jetzt nach einem Tag soweit fertig, dass man es weiter bearbeiten kann. Ich werde das Ganze jetzt mit einem 220er Schleifpapier leicht anschleifen und danach kommt dann die zweite Schicht Öl drauf. Und dann können wir jetzt schon die zweite Schicht Öl drauf streichen. Das Ganze lasse ich jetzt wieder eine halbe Stunde einwirken, dann wische ich das mit dem Baumwolltuch da wieder ab, dann lasse ich es wieder einen Tag trocknen, dann schaue ich mir das Ganze an, vielleicht mache ich das Ganze dann nochmal, das kann man ein paar Mal machen, am besten ist es, so hat es mein Papa jetzt mir erzählt, so lange machen, bis das Holz jetzt kein Öl mehr aufsaugt, dann weiß man, dass es zu ist, ich glaube, das werde ich dann natürlich auch so machen. Genau, wenn ihr jetzt sagt, das stimmt nicht so, jetzt bin ich gerade in dem Stadium, ich weiß nicht, könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, wie man richtig ölt, wenn da jemand was Besseres weiß. Wie gesagt, das ist mein erstes Brett, was ich so richtig öle. Das andere war ja nur so, Und dann seht ihr jetzt eigentlich dann das fertige Ergebnis dann, genau. Und hier ist es, das fertige Schneidbrett. Sieht doch wunderschön aus, oder? Ich habe jetzt auf der Unterseite noch 4 Gummifüße dran gemacht, damit, wenn man das Schneidbrett benutzt, dass es dann einfach nicht verrutscht. Außerdem sind jetzt hier 3 Schichten Öl drauf. Nach der dritten hat das Holz keine Öl mehr aufgenommen. So ist es jetzt versiegelt und kann dann benutzt werden. Jetzt muss es erstmal 3 Tage, darf es 3 Tage nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Und insgesamt jetzt, nachdem es halt die letzte Schicht Öl drauf ist, muss man es 10 Tage trocknen lassen und dann kann man es richtig benutzen. Genau, mein Papa hat ja auch eins gemacht. Und das ist das hier, ein bisschen größeres. Und wir haben das Ganze für einen Arbeitskollegen von meinem Papa gemacht. Der hat gefragt, ob wir ihm Schneidebretter bauen wollen. Und da haben wir gesagt, ja, machen wir. Dabei rausgekommen sind halt, wie gesagt, diese 2 wunderschönen Schneidbretter. Wenn du gerade das Video schaust, ich hoffe, dir gefallen sie. Die sind jetzt fertig. Wie gesagt, nur noch diese 10 Tage warten, dann kann man sie benutzen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Video wie immer einen Daumen nach oben da. Über Feedback würde ich mich natürlich riesig freuen. Also wer möchte, darf mir auch gerne mal einen Kommentar da lassen. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der kann es gerne kostenlos einfach tun. Einfach auf den roten Button unten drunter klicken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Themenbastler. Ciao.